Hi guys, today I will show you how I make this very easy journal, and that's a very heavy watercolor paper. It's not very heavy, it's a 300. So I already folded the spine into it because that says the width of this insert, that's a moleskin insert, that's what I want to fit in. And you can refill it then afterwards every time when you need a new one. And this is to round the edges, or the corners, not the edges, the corners. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute mal ganz Schritt für Schritt zeigen, wie man so ein ganz einfaches Journal macht. Habe hier angefangen mit 300 Aquarellpapier, einfach nur, weil es eben das Schwerste ist, was ich so habe. Und habe dann diesen Buchrücken schon mal gefaltet. Das ist so die Breite, die ihr gesehen habt von diesem Moleskin von der Moleskin-Einlage. Die Größe sollte das haben, und das kann man dann hinterher auch immer wieder nachkaufen und reinpacken, wenn man es dann weiter benutzen möchte. So, ich mache, also der Clou bei diesem Journal ist, dass eben das Papier dadurch verstärkt wird, indem man ganz viele Schichten von Acrylmedien draufpackt. Und da ist es relativ egal, was für Farben oder was auch immer. Es geht darum, dass es Acryl ist. Das ist ja mehr so dieses Plastikfarbe. Und die verstärkt natürlich das Ganze. Und die verhindert halt auch, dass das Einrisse gibt. You know that the most important thing here is with this type of journal, you need quite a lot of, or you use quite a lot of acrylic paint layers to strengthen the whole thing, to reinforce it, you know. And here the next step is I use this chipboard, cut a little, the size of the spine I cut off, and that is to reinforce the whole thing, that it's not collapsing when you put the rubber band around it, you know. And just glue it here into the middle, and then I will put a second layer of paper on top, and not very thick, normal watercolor paper, relatively light, just to keep that, to make sure that this spine reinforcer stays in place. Ich habe jetzt hier einfach, um den Buchrücken auch so ein bisschen zu verstärken, das ist einfach so eine Graupappe, ein Stückchen genauso breit abgeschnitten, wie eben dieser Buchrücken ist. Und um das Ganze jetzt einfach zu sicherzustellen, dass das am Platz bleibt, ich habe es natürlich geklebt, aber das Ganze zu verstärken noch, habe ich hier noch mehr Papier. Es ist so ein ganz einfaches, billiges Aquarellpapier, relativ leicht. Da geht es nur darum, das Ganze am Platz zu halten. Das schneide ich jetzt ein ganz kleines Stück schmaler als meine Journal-Umschlag, weil ihr habt ja gesehen, diesen Verstärker, die Graupappe, habe ich ein ganz kleines Stückchen kürzer als das Journal ist, und das hat auch einen Grund, das werdet ihr gleich sehen. Schneide es hier noch zurecht und auch die Ecken rund, und dann klebe ich das drauf. You know, I just cut that off a tiny bit smaller, and you could see that the chipboard is a tiny bit shorter than the journal, and that is by purpose. I will show you later. But now I glue the paper down, and I start doing that by starting in, doing that by starting in the middle. Yeah, great. You know what I mean. I start in the middle with it, just to get it down straight. It's easier, and then I glue down the right and the left flap. So, ich habe jetzt hier in der Mitte angefangen, das zu kleben. Das ist einfach leichter, so kannst du das besser kleben, dass es eben auch wirklich in der Mitte ist. Und dann mache ich die rechte und die linke Seite. Einfach nur aus dem Grund, weil es einfacher ist. Fertig. Und dann zeige ich euch gleich, wie gesagt, warum ich diese Verstärkung ein bisschen kürzer habe, weil ich natürlich oben und unten die Stücke gleich rausschneide, weil da in die Mitte kommt ja das Gummi, das das Journal hält, also die Einlage festhält. Und
wenn ich das ausgeschnitten habe und dann eben diese ganzen Schichten Acrylic Paint, Acrylicfarbe drauf mache, verstärke ich auch das ausgeschnittene Teil oben und unten und dann reißt da auch nichts ein. You know, when I cut out the top and the bottom bit at the spine reinforcing thing there, that is just the gap for the rubber band that holds the insert in place, and I do it before because with all the acrylic paint layers I will create, it gets stronger and the risk that it tears off, rips off is relatively low. So that's the reason I do it now and cut it off now. You will see that. But first of all, of course, you can see me here gluing the right and the left flap down and using a credit card for it just to flatten it as much as possible. Ich habe jetzt hier eine Kreditkarte benutzt, um das schön auszustreichen und ja, einfach auch schön glatt zu kriegen, dass da keine Blasen mehr drunter sind. So, hier schneide ich jetzt obere und den unteren Teil auf. Das hatte ich euch ja gerade erklärt, warum ich das tue. Einfach nachher für das Gummiband, dass es da eben praktisch eingehakt ist. You know, that's what I explained before. That is the top and the bottom under the spine reinforcer. That's the gap where the rubber band will be caught in, or will, yeah, what do you call that? Will stay in, will be, whatever, you know what I mean. I will show it even, actually. So, ich zeige das hier jetzt sogar, um das nochmal ein bisschen mehr zu verdeutlichen. So soll es dann sitzen. And that's how it should sit. And it will stay between this, both cutouts. So, and that's how it works. That's the insert. Das ist jetzt noch die Einlage. Und genau so soll es sein. Letztendlich ist es das jetzt fast schon. Jetzt kommt der Teil, eben der Dekorationsteil. Und da bleibt es natürlich jedem überlassen, was er machen will. Außer so viele Acrylfarbschichten wie möglich. Das ist natürlich immer hier natürlich erstmal ein bisschen Gesso auf das neue Papier. Das hatte ich ja noch nicht draufgepackt, so als Primer. Und dann eben so viele Acrylfarbschichten, wie man mag. Und auch schön dick, so mache ich das immer. You know, now it's the moment where you can have fun. Here I put some gesso on top of the paper. I haven't done that yet, so that's what I do. But now it's just decorating. But the most important thing is to use as many layers and thick layers as you, not could, but you feel it's enough. You will feel it, that it's enough. You know, it gets more plasticky feel. And so start here with this Titan buff. But as I said, that's up to you now. It's almost finished. At the end, there's another step. I will slow down and show you very closely what to do. But at the moment, it's just decorating, and that's up to you what you do. And I start here with yellows, oranges, and greens. I won't stay in that. For the inside, yeah, but outside I will change it. That's just the process. I didn't plan the decoration. I just go with the flow and what I like and what I grab, and so it's not planned. Just the journal structure is planned. So of course that's what you have to plan. But I just thought I'd go here with yellows and greens. Quite like the combination, but I changed my mind afterwards. Ich habe dann, wie gesagt, hier angefangen, einfach mit der Dekoration, mit Farbkombinationen, die ich mag, relativ dick aufgetragen. Benutze hier auch eine relativ dicke Farbe. Das ist jetzt die Golden, die ist relativ dick und relativ fest. Das ist eigentlich
am besten eben so eine Art Farbe zu nehmen, jetzt für diese Art Journal, wie ich sie mache, die eben ja gehalten wird durch die Farbe praktisch. Das ist wie so ein altes Auto, das auch nur so verrostet ist, das wird auch nur durch die Farbe zusammengehalten. Ja, naja, sowas gibt es ja heute nicht mehr. Ich habe noch so einen gefahren, mein erster Wagen, mein Kadett B, war ein ganz alter Kadett B, der war schon 10 Jahre alt, als ich den gekauft habe. Mein allererstes Auto. Und der war schon so durchgerostet. Furchtbar. Aber der hielt. Und das waren jetzt keine tragenden Teile durchgerostet. Aber das war tatsächlich so. Der wurde zusammengehalten durch die Farbe. Ja. So, und das ist jetzt auch mein Fokus. Das ist so ein Cutout aus, oder so ein versuchtes Cutout aus einer ganz, ganz dickem, handgemachten Papier, Aquarellpapier. Und das geht die Stanze einfach nicht durch, weil die auch zu dünn ist. Aber ich fand das so interessant, habe mir gedacht, das behalte ich mal und jetzt werde ich das hier benutzen. You know, that's my focal point here. That's a very, very thick handmade watercolor paper, and the dye didn't go through because it was far too thin. The dye was too thin, so it didn't go through, and I tried to, and I managed to do it half, and yeah, but I quite liked it. It was so interesting. I had already an idea in my mind, and that's what I do now here. Just a lot of water, pre-water it a lot, and then I use a magenta and go mainly over this the lines. One area they are open, the other areas they are still closed, and yeah. So I blend the rest out here, and that I get a square or yeah, a rectangle here, a rectangle shape. But that's it. And then I will use a very, very thin brush here with high concentrated paint on my thin brush and go again over the lines. Ich habe dann hier diesen, ich hatte das schon im Kopf, als ich das versucht habe auszustanzen, das hat nicht funktioniert. Oh, das kann man bestimmt mal irgendwo schön drauf benutzen, so in dieser Art. Habe dann hier mit ein bisschen Aquarellfarbe in den Linien und das ein bisschen verblendet. Und jetzt nochmal mit einem ganz dünnen Pinsel, mit ganz konzentrierter Farbe in die Linien, bisschen verblendet wieder und sprühe hier drauf. Aber ihr seht, die Linien sind am dunkelsten. Genauso wollte ich es haben. Jetzt lasse ich es trocknen. You know, that's how I wanted it. A bit of water on top just to blend it out a bit more, but the lines were really dark and that's what I wanted. I let it dry now and go on, and yeah, you see a bit of that's red violet, I think, but of course directly on top of the greens it will change a bit into brown. So yeah, try to get a bit rid of it, but then I thought, come on, just get a bit of white paint here, or that's gesso actually, first to cover that up, and that I get a bit of better coverage with the red violet. Of course that works, but that gave this cover the outside. The inside will stay the way I made it with the greens and yellows, but that will change the appearance of the outside, or my idea, my plan, not plan, but my, yeah, idea changed completely. Here I still follow this, a bit of white coverage on the right, and then I use my red violet, and here on the reverse I use this chicken wire stencil with gesso in white. So, and of course you can see now with the red violet on the white gesso, it looks better, and of course it will look like red violets. Ja. Ich habe dann mit dem Rot-Violett natürlich auf dem Grün direkt wird es ein bisschen braun, und dann habe ich überlegt, ein bisschen Gesso um eben eine bessere Deckung zu bekommen mit dem Rot-Violett, und dann auf Rückseite hier mit der Schablone gearbeitet und weißem Gesso. Aber als ich dann so dran war jetzt mit dem Rot-Violett hier, dann kam mir doch die Idee, oder so ich war halt wieder so in diesem Flow, habe mir überlegt, nee,
das sieht jetzt bestimmt schön aus mit Türkis. Ja, habe ich dann auch gemacht. Jetzt erst noch wieder komplett Gesso drüber auf beiden Seiten und habe dann eben angefangen auch mit Türkis und dann hinterher habe ich das Rot-Violett nochmal wieder mehr aufgebracht. Ja, ich konnte es mir nicht verkneifen. Irgendwie wollte ich das Rot-Violett aufgreifen, weil ich das ja auch benutzt habe, jetzt das Rot auf meinem Fokuspunkt hier auf dem Cutout. Und ja, fand ich dann irgendwie schöner. Ja, das ist auch so meine Art zu arbeiten. Im Flow oder ja, ändere ich dann auch meine Meinung immer sehr gerne. You know, that's so the thing I wanted to pick up the red, of course, from my focal point, and the red violet directly on the green looked a bit stupid, but then I thought, with the turquoise as well, it really a nice combination, turquoise and red violet, la la la, blah blah blah. That's my thing, you know. On the way, I always change my mind. But that's okay, that's me and I love it. So, bit of splatters here in white and in black. And I will leave the inside, did I say that? I don't know. But I will leave the inside in the green and yellow. So ein bisschen noch Tropfen hier und da in weiß und in schwarz. Und auf der Innenseite lasse ich es ja in gelb und grün. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte. Ihr werdet es aber sehen, natürlich. Und ich wollte jetzt irgendwie noch so eine horizontale da reinbringen. Einfach um das Ganze auch zu durchbrechen, so dieses Vertikale. So. Es ist ja auch länglich, das Buch. Habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt meine Fantasieschrift und gehe da einmal komplett drüber hier mit dieser Nadelflasche, mit dem schwarzen Acryl da drin. Und lasse das jetzt erst nochmal trocknen. Yeah, that's what I wanted to break up, this vertical size of the journal, and just put a horizontal line of my scribbling with this needle bottle with black acrylic. So I had this happy birthday thing laying around, cut that out of a leftover piece of paper with a lot of paint on it, and I quite liked it. And that is a birthday gift actually for someone. And of course I thought birthday is one day, and when this person doesn't want to have the happy birthday on there anymore, it can be removed. That's the way I will glue it down later. Ich habe jetzt hier, kommt noch eine schwarze Umrandung, das ist schwarze Acrylfarbe, kommt noch drum. Dieses Happy Birthday hatte ich noch rumliegen, das hatte ich mal ausgestanzt aus so einem Überbleibsel von so ganz bunten Papier und das fand ich sehr schön. Und das wird ein Geburtstagsgeschenk hier, dieses Journal. Und weil es ja nur ein Tag Geburtstag und wenn die Person, die es bekommt, das nicht mehr haben möchte, klebe ich das halt in einer gewissen Art, so dass man das hinterher entfernen kann, wenn man möchte. Und hier zeige ich den letzten Schritt mit diesem Journal, wie man das dann vollendet, das Gummi da drum macht, zum Schließen. Da nehme ich natürlich jetzt ein Lineal, einfach auch wirklich, ich habe da ja nur einen versucht, die müssen also richtig in der richtigen Höhe sein. Und da kommt jetzt das Gummi drum zum Verschließen. You know, that is, you don't see me using a ruler very often, but in this case I only had one tries, you know, and I didn't want to mess it up. So this is the rubber for the closure, and put the holes in, and the closure rubber, and yeah, it will fit. I cut a bit off that cardboard. The corrugated cardboard was a bit bigger before. Want to have more space with the closure there, and yeah, just cut it off. Space enough for my focal point here for the twig. And I will now start to seal my surface here, and I'm using the liquid varnish
that is the shiny one. I really like the shiny one. It looks really good. And what the good thing is, you can clean it when something happened to it. You know, its journal might be ink gets spilled on it or whatever. You can clean it with a damp cloth. So that's, I think it's pretty important for a journal when you use it with paint or ink or whatever you use. So the inside, I pick up here this chicken wire pattern and stamp it down. Ich habe jetzt hier noch dieses Hühnerdraht-Ding noch gestempelt, einfach um das noch aufzugreifen von der Rückseite. Und ihr habt ja gesehen, ich habe das mache jetzt auch hier noch auf der Innenseite noch ein Varnish, sowie auf der Außenseite, einfach um das zu versiegeln. Das ist so ein glänzendes Flüssigvarnish. So ein, ich finde das auch wichtig, das Journal wird ja auch benutzt, hoffe ich. Und wenn dann irgendwie Farbe oder so draufkommt, kann man da mit einem feuchten Lappen drüber gehen. Das macht ihm dann nichts. Und deswegen finde ich das schon ganz wichtig. So, auf der Innenseite habe ich jetzt auch nochmal diese scribbelige Schrift aufgegriffen in der Mitte. Und hier seht ihr, jetzt klebe ich das so, dass man den unteren Teil, also dieses Happy Birthday, abschneiden könnte. Ja, und mit der Wellpappe ist das ja relativ einfach, da genau mit so einem exakten Messer, also mit so einem Teppichenmesser, könnte man das sehr einfach abschneiden. You know, you can see that how the way I glued it down, you could remove the Happy Birthday easily with an X-Acto knife. It's corrugated cardboard, so it's easy to remove even with the scissors. So that is the inside cover up here with my liquid varnish to protect it, and that's actually it. I will show you how I build it together. And here you can see the flap, so that can be cut off easily. Ihr habt jetzt hier diese Klappe da gesehen, dass die Geburtstagsgrüße könnten also entfernt werden, ganz einfach. So, jetzt packe ich meinen Verschlussgummi hier rein. Ich habe Orange genommen, ich habe die in verschiedenen Farben, die gibt es so zu kaufen. Man kann aber auch eigene, so aus dem das Kurzwarengeschäft kriegt man so Gummis. Das ist kein Problem, die kann man sich auch selber machen, dann einfach mit einem Knoten. Aber die hatte ich mal irgendwann gekauft, habe ich ewig lang liegen, in verschiedenen Farben. Und mit dem Orange fand ich das eben mit dem Blau sehr schön und mit dem Kontrast, deswegen benutze ich das hier. You know, this rubbers you can easily use, the rubbers you can buy here, this in black and white, you can buy them in haberdashers and just knot them, so it doesn't really matter. I had this rubbers, I bought them that way ages ago, had them laying around, so I wanted to use them up. And as I said, you can do that with just knotting it. So, and yeah, that's it. The close-up now is coming. So, das ist es, Leute. Es kommt schon das Close-up. Und yes, guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay healthy, stay still carefully out there, and most important thing, never forget to stay creative. Here you can see still the let's say this chicken wire pattern from the stenciling, and that's quite nice. Picked it up on the inside as well. So okay guys, I say goodbye, bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bitte passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt gesund. Aber das Allerwichtigste ist, immer schön kreativ sein. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüssi.